Nochmal neu. Hallo ihr Hübschen, da sind wir mal wieder. Heute wollte ich mal den TF128 vorstellen. Wir werden ihn hier in der Werkstatt warm laufen lassen und durchschalten etc. Und dann seht ihr mal, was das für ein Aufwand ist. Das Auto hatten wir letztes Mal ein Mugello mit dabei, da können wir uns jetzt mal angucken. Das ist das Auto vom Timo gewesen. Das 7. Auto, was in der Saison 2008 gebaut wurde. Dadurch der Name 807. Ist schon ein schickes Mäuschen. Kann man lassen. Der Motor hat eine Transportflasche. Die Autos in der Zeit damals, ich glaube heute, denke ich mal, haben es immer noch, haben ja pneumatische Ventilsteuerung. Das ist eine ganz kleine Chassisflasche hier, die hier oben. Und da die Motoren gerne auch mit ein bisschen Luft verloren haben, obwohl da mit Sicherheit unsere Motoren bei Toyota sehr, sehr gut waren, gab es zum Transport eine etwas größere Ausführung. Die hat man dann hier mit einem Schnellverschluss hier auf die Seite, konntest du die einstecken und dann wurden die Autos dann im LKW beziehungsweise bei den Überseerennen mit dem Flugzeug wurden die dann transportiert und hatten dann diese größere Flasche da drauf. Das Problem ist das, um das mal primitiv zu erklären, ich bin ja auch kein Motorenmann, aber die Ventile, die haben keine Ventilfedern. Das heißt, wenn der Luftdruck alles weg ist, dort könnten die bei, ich sage es mal, wenn es irgendwie über Schlaglöcher fahren, rollst das Auto oder über Bordsteinkanten oder sowas rollen würdest, dann könnte das Ventil in den Brennraum reinfallen. Ist uns noch nie passiert, aber dafür haben wir halt diese Flasche da, dass immer, und wenn nur ein bisschen was Luftdruck drauf ist, damit die Ventile nicht in den Brennraum reinfallen, weil dann musst du direkt Motor ausbauen und kommst du sonst nicht mehr dran. Jetzt ziehst du mal hier rein. Ja, wie ihr seht, das ist der 2,4 Liter V8 Motor, wie er damals in der Zeit gefahren wurde. Die anderen Autos, die hier stehen mit den 10 Zylindern, auf jeden Fall, die hatten noch diese variablen Trompeten aus Kohlefaser. Hier ist schon, da wird schon alles, das Auto hat schon diese Einheitselektronik und auch bei den Motoren. Die Motoren, die durften wir nicht mehr wie die Wilden wechseln. Da war auch schon, die mussten schon eine gewisse Kilometerdauer aushalten. PS hatten sie gut, ja, bestimmt. Das war auch bei uns immer verheimlicht. Ich will auch keinen Blödsinn erzählen, aber über 900 auf jeden Fall. Also das ist so viel, wie ich dann noch in Erinnerung habe. Aber wie man so schön sagt, alle Zahlen fangen bei 1 an. Ne? Ja, ansonsten ist auch wie an fast allen Toyotas, hat auch der hier ein Titan-Getriebegehäuse. Das ist ein Seamless-Getriebe mit 3 Wellen, also das ist ja schon von Schaltvorgängen her nochmal einiges flotter. Inconel Auspuffanlage, das war damals, wird auch alles in Köln produziert.
Da hatten die Jungs hydroformt, wurde das, und das war schon sehr toll, was da produziert wurde in der Zeit damals. Ja, wie gesagt, wie ihr schon seht, da die kleinen Wasser- bzw. Ölrohre, die waren schon damals größtenteils aus Kohlefaser. Ist auch nicht so selbstverständlich gewesen in 2008. Vorne haben wir unser Lenkrad. Wie gesagt, ab 2007 gab es die Einheitselektronik in der Formel 1, meine ich. Ich meine, es war schon Anfang 2007. Und dann bekamen wir unsere Lenkräder, die wir vorher in Zusammenarbeit, also Toyota hat die in Zusammenarbeit mit Magneti Marelli gemacht. Ab 2007, meine ich, gab es dann die Einheitselektronik, wo einiges günstiger sein sollte oder wahrscheinlich auch war. Die war dann in Zusammenarbeit mit TAC Elektronik, also aus England. Und nur mal so als kleines Beispiel, so wurde es uns gesagt, das Magneti Marelli Lenkrad, was dann auch noch so jeder wild bauen durfte, was zu bauen ging, hatte damals einen Wert von 45.000 Euro. Und so ein TAC-Lenkrad, wie wir jetzt hier vor uns haben, wurde erzählt so 20.000, 22.000 Euro, also pro Lenkrad. War natürlich, sollte bloß nicht wegkommen, und genauso ist es heute immer noch, ne? Darf auf gar keinen Fall wegkommen. Ist was ganz, ganz Besonderes, ne? Was du natürlich sonst im Auto, ja, sonst ist es vorbei, fährst du den nicht mehr. Das ist unsere Wasserflasche. Damit wird halt der Wassersystem schön vorgeheizt. Durch diese ganze Wasservorheizerei halt wird natürlich auch das Motorenöl mit vorgeheizt. Früher, ganz am Anfang, haben wir es beides separat gemacht, aber haben dann festgestellt, dass es eigentlich so ein Motor dann so arbeitet wie ein Wärmetauscher. Das reicht, wenn du nur das Wasser vorheizt, und alles andere wird mitgeheizt. Ist auch nicht so sehr viel, sagen wir 60 Grad schafft er, aber das passt. Wie ihr gesehen habt, hat unser Auto beim Laufen lassen ein bisschen was gequalmt. Das lag daran, weil er jetzt über ein halbes Jahr lang bei uns im Regal gestanden hat und da ein bisschen was das Öl sich im Motor gesetzt hat. Also nichts Dramatisches, alles ist gut, und beim nächsten Mal läuft er mit Sicherheit mit weniger Qualm. Das ist so. Ich hoffe, euch hat es gefallen bei uns zu besuchen in unserer Werkstatt. Nächstes Mal sind wir dann wieder in Mugello an der Rennstrecke, und ja, würden uns freuen, wenn ihr auch wieder uns beobachtet. Bis zum nächsten Mal.